Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Wir befinden uns hier im Regenwaldhaus des Kölner Zoo. Auch eine ganz tolle Anlage, wo das Ökosystem Regenwald von den Pflanzen angefangen bis zu den verschiedenen Bewohnern, den Wirbellosen und den Wirbeltieren, sehr anschaulich vorgestellt wird. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, diesen grünen Paradies, in dem wir hier sind, befinden uns quasi in einem Ausschnitt der Schatzkammer der Erde. Und wenn wir uns vorstellen, wie wir mit diesem Regenwald umgehen, in Brasilien gab es mal 8 Millionen Quadratkilometer Regenwald, 20% haben wir schon vernichtet. Wissenschaftler sprechen davon, wenn wir 25% zerstört haben, dass ein Point of No Return, ein Kipppunkt erreicht ist, der auf das Weltklima ganz immens negative Auswirkungen haben kann. Jedes Jahr zerstören wir im Schnitt 158.000, 160.000 Quadratkilometer Regenwald. Und was da zerstört ist, für die Rinderfarmen, für Sojafelder, für Palmölplantagen, das ist in der Regel ein für alle Mal verloren, weil der Regenwald eine ganz dünne Humusdicke noch hat. Das heißt, alle Nährstoffe aus dem Urwaldboden werden in die Pflanzen eingebaut, werden von den Pflanzen inkorporiert. Und das bedeutet, wenn der Regenwald abgeholzt ist, diese dünne Humusdecke wird im Nu weggeschwemmt und was zurückbleibt, ist Steppe und eines Tages dann vielleicht sogar Wüste, gerade in diesen tropischen Klimaten. Und man soll nicht sagen, es ist so weit weg. Die Auswirkungen des Klimawandels haben wir jetzt vor kurzem hier in Nordrhein-Westfalen und auch in der angrenzenden Eifel, in Rheinland-Pfalz haben wir und auch im Ruhrgebiet, in Hagen zum Beispiel, im Bergischen Land, haben wir ganz deutlich zu spüren bekommen und das sollte uns schon ein bisschen nachdenklich machen. Und das ist dann wiederum die Aufgabe der wissenschaftlich geführten modernen Zoos, die Bevölkerung mit dieser Problematik vertraut zu machen. Und deswegen ist es auch gut und wichtig, dass so Medienorgane wie Zoosmedia solche Themen aufgreifen und den Zoologen und den Ökologen die Möglichkeiten geben, diese Zusammenhänge darzustellen. Aber noch viel wichtiger ist es, dass die Zoobesucher unmittelbar vor Ort die unmittelbare Anschauung haben, um die Tiere hier live und in Farbe erleben zu können. Stichwort mit allen Dimensionen, mit allen Sinneseindrücken erleben zu können. Sie können sie riechen, sie können sie hören, sie können sie, wo es Berührungsmöglichkeiten gibt, im Bereich Streichelzoo zum Beispiel auch berühren, was gerade für die verstädtliche Bevölkerung unwahrscheinlich wichtig ist. Aber zurück zum Regenwald. Wir sind dabei, tatsächlich die Schatzkammer dieser Erde zu plündern. Und ich bin davon überzeugt, dass die Besucher dieses Regenwaldhauses hier im Kölner Zoo sehr gute Eindrücke mitnehmen, wie schön und schützenswert dieses Ökosystem ist, unabhängig davon, dass es halt auch Dienstleistungen für Mensch und Natur erbringt. Sehr eindrucksvoll ist hier im Regenwaldhaus des Kölner Zoo auch diese Sonderausstellung zum Schweigen der Wälder, The Silent Forest Campaign, die die EASE, der Europäische Zooverband, vor 3 Jahren ins Leben gerufen hat. Und zwar geht es darum, darauf aufmerksam zu machen, wie schwerwiegend die illegalen Eingriffe des Wegfangs und des Handels von selten gewordenen Singvogelarten in den südostasiatischen Wäldern ist. Es ist der alles bekannte Beo, in dem Falle der Nias-Beo. Es ist der Bali-Star, wo der Kölner Zoo Riesenverdienste drum hat, weil hier das Zuchtbuch geführt wird und schon seit Jahrzehnten eine sehr gute Zuchttradition ist. Es ist die Schamerdrossel, es ist die Buschelster, der Schwarz-Weiß-Hering und andere seltene Arten mehr, die aber auch exemplarisch dafür stehen. Kleine Brillenvögelchen
dass die Tierwelt ausgebeutet wird. Wir verdichten die Lebensräume und wenn wir in den letzten verbliebenen Lebensräumen dringen wir Menschen ein, fangen die letzten weg, um sie dann zu verschachern. Das ist sehr gut dargestellt, symbolisch, wie es auf einem solchen südostasiatischen Vogelmarkt aussieht, wo die Tiere dann in winzige Käfige eingesperrt sind. Es ist für viele Menschen in Südostasien, hat das was mit Prestige zu tun, wenn man einen seltenen Vogel auf dem Balkon in einem kleinen Holzkäfig hat. Das ist natürlich alles andere als tiergerecht. Das sind aber die Gratwanderungen. Als Zoo wollen wir natürlich auch darüber aufklären, wie gut und wichtig es ist, dass Menschen sich mit lebenden Tieren umgeben, den Kontakt zur Natur, zu den lebenden Mitgeschöpfen haben. Denn nur was man kennt, kann man schützen. Nur was wir kennen und lieben gelernt haben, für dessen Schutz setzen wir uns halt ein. Nur wer Tiere kennt, wird Tiere schützen. Aber das heißt natürlich nicht, dass man Tiere einfach so wegfangen darf. Wir müssen natürlich die Artenschutzgesetzgebung betrachten, aber das darf nicht zum Totalverbot der Tierhaltung insgesamt führen, weil die zum Gegenteil führt. Wir würden, wenn die Tiere keinen Wert mehr für uns haben, noch viel, viel rücksichtsloser mit der Natur umgehen. Und deswegen plädieren die modernen Zoos, wir als Vertreter der modernen Zoos, natürlich auch für gut gemachte Wildtierhaltungen, aber es muss um Nachzuchten gehen. Keine Wildimporte von Fängen, von Wildfängen, sonst selten gewordener Arten mehr. Also wie gesagt, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll hier. Da sind die Vögel aus Pappmaché ein bisschen größer, als sie in der Natur wären, aber es macht es schon sehr, sehr deutlich. Und hier fast ausverkauft. Genau, das symbolisiert das. In dieser EASA Silent Forest Kampagne vor wenigen Jahren haben sich viele zoologische Gärten der EASA entsprechend engagiert, haben mit namhaften, auch finanziellen Beiträgen diese Kampagne unterstützt, abgesehen von der Aufklärung der Bevölkerung, die damit zusammenhängt. Wir sehen hier zum Beispiel Park Zoo, Zoo Leverage, Zoo Heidelberg, Zoo Berlin, Zoo Leipzig und der Kölner Zoo und der Zoo Landau in der Pfalz ist auch da. Und wenn man sich hier die Artbeschreibung mal anschaut, hier sind die In-situ-Schutzprojekte für die bedrohten Arten. Da hat sich zum Beispiel der Zoo Liberec auf Sumatra mit 35.000 € für den Schutz der Schama-Drossel engagiert. Für den Schutz des Diabeus haben die Kollegen vom Zoo Heidelberg 25.000 € gegeben. Der Schwarz-Weiß-Herling mit 69.000 € vom traditionsreichen Naturschützer, dem Darrell Wildlife Trust, unterstützt. Die Buschelster, die englischen Kollegen vom Chester Zoo mit 36.000 €. Der Gelbscheitelbülbül 30.000 € unterstützt vom Zoo Berlin und Zoo Leipzig. Und vom Kölner Zoo betone ich ganz besonders mit 44.000 €. Insgesamt 250.000 €, eine Viertelmillion € sind alleine in dem Jahr in In-situ-Schutzprojekte für die bedrohten Vogelwelt, für die bedrohte Singvogelwelt Südostasiens geflossen. Der Bali-Star. Der Bali-Star ist deswegen in Köln besonders traditionsbehaftet, weil der heutige Zoodirektor Theo Pagel, der übrigens in diesen Tagen sein 30-jähriges Jubiläum feiert, herzlichen Glückwunsch, Dienstjubiläum im Kölner Zoo feiert, schon lange Zeit Zuchtbuchführer gewesen ist, als er noch Vogelkurator hier war. Jetzt macht das der Bernd Marcordes, sein jetziger Vogelkurator, und für den Bali-Star hat sich der Kölner Zoo ganz besonders verdient gemacht, deswegen auch diese ansehnliche Summe von 44.000 €, die damals geflossen ist. Beim Bali-Star muss man übrigens sagen, wie wichtig es ist, diese Reservepopulation zu haben. Es gibt den Bali-Star nur auf einer winzig kleinen Naturschutzgebiet auf der Insel Bali, dem Bali Barat Reserve. Das ist ein Schutzgebiet von etwa, ich glaube, 15 Quadratkilometer Fläche, und das Schutzgebiet ist so klein und überschaubar, dass die dort in der Natur ausgerotteten, immer wieder von zoologischen Gärten aus Nachzuchtprojekten ausgebildeten Tiere immer wieder weggefangen worden sind. Das heißt, es gibt in der Natur nur deswegen noch Bali-Stare, obwohl sie immer wieder weggefangen werden, weil wir Zoos nachliefern. Das kann es natürlich nicht sein. Es gilt, diese schwarzen Märkte auszutrocknen, und da sind wir Vertreter der wissenschaftlich geführten zoologischen Gärten natürlich wichtige Kooperationspartner auch bei den Naturschutzverbänden, und entsprechend rufen wir alle auf, in diesem Bereich mit uns zusammenzuarbeiten.
Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.